Hallo und herzlich willkommen aus Las Vegas. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Miles & Marcel. Ich bin für ein paar Tage in Las Vegas und möchte euch gerne zeigen, was ich hier die Tage gemacht habe. Heute habe ich erstmal versucht auszuschlafen im Rahmen der Möglichkeiten eines kleinen Jetlags und habe ein wunderschönes Zimmer im Elara Hilton Grand Vacations Hotel, das ich euch später noch einmal zeigen werde. Jetzt heißt es für mich aber erst einmal frühstücken, denn das Hilton Elara Hotel bietet kein Frühstück an. Man bekommt zwar Voucher für einen Starbucks-Kaffee, aber da sage ich gleich danke, nein. Und so mache ich mich auf den Weg. Und direkt hier gegenüber vom Mirage Hotel befindet sich Denny's, ein wunderbares Restaurant, wenn es um ein klassisches amerikanisches Frühstück geht. Und hier könnt ihr dann einfach auch Pancakes frühstücken, Rühreier, Bacon, alles was so dazugehört. Ich werde jetzt also erst einmal frühstücken, damit ich gestärkt in den Tag gehe und werde dann ein bisschen was einkaufen. Ich brauche eine neue Hülle für mein iPad und die ist in den USA deutlich günstiger als bei uns in Deutschland. Deshalb werde ich das jetzt auch einmal machen. Alles Weitere jetzt im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Las Vegas Teil 1. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher in die Mall vom Caesars Palace, denn hier findet ihr was ganz Besonderes, gebogene Rolltreppen, mit der ihr dann die Fahrt nach oben so richtig genießen könnt. Und auch wenn das Eis lecker aussieht, sollte man vorher nach dem Preis fragen. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich gedacht, oh, jetzt so eine Kugel Eis, habe mir eine Kugel Stracciatella geholt und $15 dafür bezahlt. Also Fragen vorher lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn besonders keine Preise dran stehen. Und wenn ihr auf ganz besondere Souvenirs und Promis steht, dann empfehle ich euch diese Läden. Hier bekommt ihr verschiedenste Artikel mit Originalunterschrift, zum Beispiel diesen handgeschriebenen Brief von Prinzessin Diana für schlappe $30.000. Oder dieses Original-Hoverboard aus dem Film Back to the Future mit allen Unterschriften der Hauptdarsteller. Dieses ist im Vergleich zu dem Brief von Prinzessin Diana ein echtes Schnäppchen. Für nur $8.000 könnt ihr das mit nach Hause nehmen. Vorbei an der wirklich tollen Kulisse der Mall ging es zu meinem eigentlichen Ziel, dem Apple Store. Ein kleines Stück weiter gibt es übrigens die Atlantis Show. Diese würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Es ist doch alles sehr in die Jahre gekommen. Und auch wenn es etwas mehr und opulenter sein darf, so werdet ihr hier auf jeden Fall fündig. Mein Aufenthalt war im Januar 2023 und das war das chinesische Neujahr, das Jahr des Drachen. Überall gab es tolle Deko. Und natürlich darf ein Abstecher ins Casino nicht fehlen. Ich habe übrigens mal in einem Film gelernt, dass dies nicht das echte Caesars Palace ist, weil Caesar hat hier nie gewohnt. Yay!
Am Ball bleiben heißt es jetzt. So, und jetzt zeige ich euch dann auch mal mein Zimmer hier im Elara. So, und ich habe mir jetzt noch einmal schnell die Jacke ausgezogen und zeige euch einmal jetzt hier mein Zimmer im Elara. Es ist eine Junior King Suite, das heißt, es gibt also ein King Bett und das Ganze mit einem kleinen Extrazimmer. Und wir starten hier einmal im Flurbereich. Man kommt also rein, hat schon mal relativ viel Platz und da geht es dann jetzt Richtung Wohnzimmer und da gehen wir als erstes gemeinsam hin und wir haben hier einen schönen Lauf und schaut mal da vorne, seht ihr schon das ganz besondere Highlight. Der Ausblick, dem wenden wir uns natürlich gleich noch einmal zu, da sparen wir uns noch etwas auf. Wir haben hier also wirklich ein schönes Wohnzimmer mit einer Küchenzeile. Hier ist wirklich auch alles dabei. Es gibt hier einen Geschirrspüler sogar. Man hat hier ein paar Sachen, zum Beispiel Besteck oder ähnliches, auch Reinigungsmittel, Flaschenöffner. Man hat einen Kühlschrank, den man selber befüllen kann. Es gibt eine Kaffeemaschine und kostenlos gibt es dann hier so Kaffeezubereitung. Es gibt eine Mikrowelle, riesengroß. Hier kann man also sich dann auch im Supermarkt etwas kaufen und selber Essen machen. Es gibt genügend Stauraum und ein paar Möglichkeiten, dass man hier sich wirklich ein bisschen Essen, zumindest in der Mikrowelle, gut zubereiten kann. Außerdem wirklich sehr praktisch so ein kleines Waschbecken und auch an das Haushaltspapier ist gedacht hier vorne. Es gibt einen Eimer für die Eiswürfel, Wasserkocher und Toaster. Also einem kleinen Frühstück steht hier nichts im Wege und auch hier wieder genügend Stauraum, so dass wenn man mit mehreren Menschen hier auch isst, alle wirklich sich ein Frühstück hier machen können. Denn es gibt im Elara kein eigenes Frühstück. Das ist vielleicht wichtig für diejenigen, die das gerne mögen. Ich bin eh nicht der große Frühstücker, deswegen ist das für mich immer kein Problem. Aber für einige ist das ja ganz besonders wichtig, dass es vielleicht ein Hotel gibt, wo man morgens ein riesen Buffet bekommt. Aber hier ist es dann halt so, dass man sich selber ein Frühstück besorgt und oder eben unten in der Lobby gibt es einen Starbucks, dahin geht. Das vermeide ich aber auch ehrlich gesagt, wenn es geht. Hier auf der Seite geht es noch weiter. Und zwar mit einem kleinen Wandschrank. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein paar Jacken aufzuhängen. Ja, Jacken in Las Vegas, das braucht man im Januar durchaus mal. Bügelbrett, Bügeleisen und auch nochmal Bettwäsche, Ersatzbettwäsche ist hier. Da fehlt einem also nicht wirklich etwas. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, noch einen großen Fernseher zu genießen und einen Sessel. Und der ist wirklich dringend notwendig, denn schaut mal jetzt hier an, der Ausblick aus meinem Hotelzimmer. Es ist unglaublich. Ihr seht da vorne tatsächlich hier das Planet Hollywood. Ihr seht hier das Paris. Ihr seht hier auch natürlich den Eiffelturm. Die Wasserfontänen vom Bellagio spielen hier. Kann man von hier aus dem Zimmer beobachten. Nicht die gesamten Wasserspiele, aber doch einen großen Teil. Außerdem hier zur Linken ist das berühmte The Cosmopolitan. Und als Weiteren habt ihr hier noch einen Ausblick auf ja wirklich ganz viele Hotels vom Strip. Es ist wirklich ganz, ganz toll und vor allem ganz besonders sieht das nachts aus. Das zeige ich euch natürlich auch noch einmal, wie dann nachts die Aufnahmen hier sind. Ich habe gestern Nacht hier gesessen, ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und konnte es einfach nicht fassen, hier sein zu können und diesen Ausblick zu genießen. Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, so hoch oben zu sein und diese fantastischen Hotels von oben zu beobachten.
Machen wir weiter mit der Roomtour. Das Wohnzimmer war noch nicht ganz fertig abgeschlossen, denn hier habt ihr auch noch einen Bereich mit einem Sofa. Ihr könnt also nicht nur auf dem Sessel sitzen, sondern auch hier auf dem Sofa alles weitere genießen. Hier geht es jetzt in das Schlafzimmer und hier, ja, das ist wirklich ein sehr bequemes Bett. Das kann ich jetzt nach einer Nacht durchaus schon mal sagen. Ein Kingbett, wie es versprochen wurde. Ihr habt hier am Bett auch genügend Ablagefläche, wie man sieht, um Akkus, Handy und sowas alles weitere zu laden. Es gibt einen USB, bzw. 2 USB-Anschlüsse und eine Steckdose. Allerdings keine Universalsteckdose, das heißt also nicht wie im Flieger, dass man alle möglichen Stecker hier anschließen kann, sondern ich nutze meinen Reiseadapter, den ich euch vor einiger Zeit mal vorgestellt habe. Und wo ich hier auch gerade die Wasserflasche sehe, es gibt für Statuskunden 2 Flaschen Wasser pro Tag kostenlos. Die müsst ihr euch allerdings an der Rezeption abholen. Und hier vom Bett habt ihr auch hier einen fantastischen Ausblick, den fast identischen Ausblick wie eben aus dem Wohnzimmer, woran das so liegt. Und das ist wirklich so toll. Ich habe die Nacht die Vorhänge bzw. hier die Jalousien nicht verschlossen, denn ich wollte unbedingt diesen Ausblick genießen und so wach zu werden und Las Vegas im Morgensonnenschein zu sehen. Ja, das war wirklich ein unglaubliches Gefühl, kann man nicht anders sagen. Hier gibt es übrigens gegenüber vom Bett auch noch einen Schreibtisch und hier habt ihr auch noch einen weiteren Fernseher. Das ist natürlich, ja, ich nutze das sowieso nicht, aber das ist für alle anderen. Und der Schreibtisch ist groß genug, um hier auch wirklich arbeiten zu können, wenn man so wie ich hier auch dann nicht nur privat ist, sondern ja eben auch ein bisschen arbeitet. Außerdem gibt es hier noch einen Blu-ray-Player. Ja, wer nutzt das noch? Aber trotzdem ist das natürlich schön, dass es das gibt. So hat man dann die Möglichkeit. Eine weitere Sache, die euch hier erwartet, da habe ich wirklich nicht schlecht gestaunt. Man kommt hier rein, denkt, oh, Bett sieht gut aus, klasse. Aber dann sieht man das hier. Mitten im Raum ein Whirlpool und auch tatsächlich ein echtes Whirlpool, nicht einfach nur eine Badewanne. Nein, es ist tatsächlich ein wunderbares Whirlpool, den ich noch heute Abend wahrscheinlich testen werde. Ich bin gar nicht so der große Bader, aber das muss man natürlich mal ausnutzen, wenn man hier sitzen kann und kann dann den Ausblick auf Las Vegas bei Nacht hier genießen. Da bin ich schon jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten habt ihr hier noch einen weiteren kleinen Schrank. Ihr merkt, das ist also wirklich wahnsinnig viel, was man hier in dem Zimmer geboten bekommt. Hier gibt es auch noch einmal einen kleinen Safe. Und ihr habt hier noch weitere Bügel zum Aufhängen. Und überall Spiegel, das lässt das Ganze natürlich noch viel größer wirken, den ganzen Raum viel heller, viel freundlicher, finde ich eine ganz schöne Variante. Und hier kommen wir jetzt noch zum Badezimmer und auch hier fehlt es einem an nichts. Wir haben hier also einmal einen großen Waschbereich, wo also wirklich auch, wenn man hier zum Beispiel mit Kindern sein sollte, alle dann morgens Platz haben und einen schönen großen Spiegel mit Beleuchtung. Natürlich auch hier ein Fernseher und es gibt genügend Handtücher. Was sehr interessant ist, ist, dass man mir beim Check-in gesagt hat, dass es aktuell keinen Roomservice gibt im Sinne von, es kommt keiner zum Zimmer sauber machen. Wenn man das möchte, wenn man also jetzt sagt, ja, ich möchte gerne, dass das Zimmer aufgeräumt wird, dann kostet das hier eine extra Gebühr. Das ist wohl eine Sache, korrigiert mich gerne, wenn ihr da Näheres wisst. Ich wusste das nicht. Ich vermute, dass das eine Neuerung ist seit Corona. Man merkt auch generell, dass die Hotelpreise sehr gestiegen sind in Las Vegas. Ich habe hier für 2 Nächte knapp 500 € bezahlt. Der Preis, den ihr auf der Homepage seht, ist meistens etwas günstiger, weil Mehrwertsteuer und andere Gebühren und Steuern immer noch nachträglich aufgerechnet werden. Und ihr seht immer nur den Nettopreis angezeigt. Knapp 500 € für 2 Nächte ist ein, ja, für das Zimmer, finde ich, okayer Preis. Grundsätzlich war es aber vor Corona so, dass die Übernachtung durchaus auch günstiger waren in Las Vegas. Noch ganz kurz zum Badezimmer, um das abzuschließen. Wir haben hier in der Ecke auch noch eine Toilette und wir haben auch noch eine Dusche. Ja, das ist eigentlich jetzt soweit alles. Und hier gibt es dann auch mal, hier gibt es noch, jetzt habe ich die Tür fast kaputt gemacht, aber sie ist heil geblieben. Beweis, ich habe nichts gemacht. Und hier ist jetzt noch eine Tür, mit der wir dann wieder im Flur ankommen, wo unser Rundgang gestartet hat.
Ich kann das Elara Hotel, soweit ich das jetzt hier nach 24 Stunden beurteilen kann, wirklich empfehlen. Es ist ein sehr ruhiges Hotel, weil es zum Beispiel kein Casino gibt. Es ist natürlich generell momentan aber auch hier Mitte Januar relativ ruhig in Las Vegas. Das ist ganz angenehm. Es ist aber auch kalt. Tagsüber sind die Temperaturen heute auf 15 Grad hochgegangen. Das war schön, die Sonne kam raus, da war es mit der Jacke viel zu warm. Aber nachts gehen die Temperaturen doch hier auch auf 3 Grad runter. Morgen gibt es dann einen kleinen Umzug. Da ziehe ich nämlich in das nächste Hotel und das wird das Waldorf Astoria hier in Las Vegas sein. Und da habe ich 3 weitere Nächte und bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, wie das Zimmer da sein wird, wie das Hotel ist. Das zeige ich euch dann im nächsten Video und auch natürlich, was ich hier in Las Vegas noch erlebt habe. Denn jetzt gleich werde ich hier abgeholt am Hotel und mache etwas ganz Besonderes. Das zeige ich euch dann auch im nächsten Video. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach, dann verpasst ihr kein Video mehr in Zukunft. Und außerdem würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Hotel, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich versuche dann gerne darauf zu antworten und freue mich sehr über euer Interesse und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Marcel.